Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich begrüße euch auf das Herzlichste. Wir haben Anfang Januar 2026 und solltet ihr meine Neujahrsgrüße nicht gesehen haben, dann wünsche ich euch jetzt noch einmal alles erdenklich Liebe, gute Gesundheit, Frieden, Erfolg, Glück und das, was ihr euch selber wünscht. Aber ein neues Jahr bringt neue Herausforderungen und genau diesen Herausforderungen möchte ich euch in meinem ersten Video für dieses Jahr stellen. Einige haben es vielleicht gesehen, es ist genau ein Jahr her, dass ich euch die Anleitung für dieses Shirt, das ich jetzt hier trage, in YouTube hochgeladen habe. Es war eine Schnitt- und Nähanleitung. Und in meinem ersten Video in diesem Jahr möchte ich genau diesen Schnitt nehmen und eine Veränderung mit einem ganz neuen Look daraus kreieren. Wer dieses Shirt, dieses Video noch nicht kennt, da findet ihr natürlich wie immer die Information unter diesem Video in der Informationsbox. Und solltet ihr diese Anleitung bereits vor einem Jahr mitgemacht haben mit mir, dann ist es jetzt ganz einfach, nämlich eine komplette Veränderung für diesen Ausschnitt vorzunehmen. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch richtig neugierig gemacht habe und ihr habt Lust, Laune und vor allen Dingen Zeit, euch dieses Video jetzt anzuschauen und vielleicht für euch und vielleicht für Reste eine neue Idee zu bekommen. Denn wir wollen ja das neue Jahr nicht faul beginnen. Nein, wir wollen kreativ sein und was Gutes vollbringen. Also lasst uns anfangen mit guten Vorhaben für dieses neue Jahr 26. Auf geht's! Und wie ihr es nun bei dem eingeblendeten Bild bereits sehen könnt, handelt es sich genau wie bei diesem Shirt wieder um ein Two-in-One-Shirt. Die Schnittteile, die ich für dieses gemacht hatte, verwende ich haargenau im Grunde wieder. Das heißt, ihr seht hier das Vorderteil im Bruch geschnitten, den Rücken, und beim Rücken sind alle Belege ganz genauso geblieben wie bei diesem Shirt. Lediglich beim Vorderteil mache ich eine kleine Veränderung, denn ihr könnt ja bei dem fertigen Ausschnitt bereits sehen, dass ich da wie ein V-Ausschnitt reingearbeitet habe. Je nachdem, wie tief der sein soll, muss ich meine Blende, die ich im Vorderteil in der vorderen Mitte habe, etwas verändern. Und das könnt ihr jetzt hier genau dran sehen. Also wie gesagt, das eigentliche Vorderteil bleibt ganz genau wie der Zuschnitt war, aber diese Belege, wenn ich den jetzt auflege, das ist mein Originalbeleg, habe ich zur vorderen Mitte hin, so ca. 1,5 cm ab hier tiefer gezeichnet. Denn ich möchte diesen V-Einschnitt etwas tiefer haben. Ich könnte es auch so machen, wie es hier war, aber dann wird er nicht ganz so tief. Also hier einfach in der Rundung 1,5 cm angeschnitten. Und genau das gleiche habe ich nämlich bei dieser Blende gemacht, die ja an dieses Vorderteil drankommt, aber da kommen wir auch gleich noch dazu, wie die Verarbeitung ganz genau ist. Auch hier könnt ihr sehen, habe ich dieses kleine Teilchen auch so 1,5 cm bei dieser Rundung länger geschnitten. Schulterbereich und hier oben und wie gesagt Rücken bleiben alle Belege haargenau gleich. Da wird nichts dran verändert. Jetzt kann man diesen V-Ausschnitt zuvor bereits festlegen und das zeige ich euch, wie ich das gemacht habe, oder auch erst im Nachhinein, nachdem man einige Vorbereitungsarbeiten schon gemacht hat. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt eines dieser Teile genommen, übrigens alle Belege außer dem Beleg, der hier dran kommt, aber diese oberen Belege sind alle mit einer leichten Flisseline fixiert. Und das solltet ihr auch machen, denn gerade wenn man mit Jersey arbeitet, bleiben die Teile einfach schöner und stabiler liegen. Und vielleicht sollte ich unbedingt noch erwähnen, ja, warum jetzt diese Farben. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass mir diese Originalfarbe, der Original-Jersey, ein bisschen zu dunkel ist. Wer mich kennt, weiß, ich liebe schöne Farben. Schwarz ist nicht so mein Ding und deshalb habe ich jetzt einen Rest gefunden, der zum Glück einigermaßen passt und mir gerade genug ist, um den Ärmel und auch diese Belege hier rauszuschneiden. Also, wir machen erstmal weiter. Ich habe mir einen dieser Vorderteilbelege jetzt genommen und auch diesen,
den ich, wie gesagt, das muss ich jetzt ganz dringend wiederholen, damit es keine Missverständnisse gibt. Hier seht ihr wieder diese minimale Veränderung, die ich da gemacht habe, nämlich, dass ich nur in dieser Rundung hier das etwas tiefer gelegt habe. Vordere Mitte ist alles vordere Mitte. Jetzt so wäre das bereits später dann zusammengenäht. Und jetzt habe ich natürlich überlegt, wie tief und wie möchte ich diesen Ausschnitt haben. Man kann den natürlich viel größer und viel breiter machen. Das ist alles Ansichtssache, Geschmackssache und wie man Lust und Laune darauf hat. Und ihr könnt jetzt sehen, ich habe mir hier bereits einen Punkt gemacht für diesen Beleg. Genau bis dahin möchte ich das einschneiden. Und dieser Ausschnitt soll sich dann im Verlauf im gleichen Winkel so öffnen. Und deshalb habe ich mir das auch hier jetzt schon so markiert. Ja, und damit komme ich schon an die ersten Arbeiten. Dazu werden wir die Belege, die an Vorder- und Rückteil kommen, die werden wir hier jetzt 1 cm zusammennähen, denn das ist meine Nahtzugabe. Und das gleiche mache ich mit der Schulter. Also die zusammennähen, die Schultern zusammennähen. Und das gleiche machen wir dann auch gleich mit den gelben Belegen. Auch da wieder Rücken- und Vorderteil, Schulter zusammennähen. 1 cm in meinem Fall. Könnt ihr jetzt hier so sehen. Und das auch. Mit anderen Worten, wir schließen erstmal alle Schultern bei allen Teilen und bügeln alle Nähte einmal auseinander. Ob ihr die Kanten vorher versäubert, hängt vom Material ab, das ihr habt. Aber dadurch, dass wir sehr viele Nähte aufeinander haben, auf alle Fälle die Nähte auseinanderlegen und nicht in eine Richtung, weil dann wird es ein bisschen dick, auch wer keine besonders guten Haushaltsmaschinen hat, da könnte das eventuell Probleme geben bei der Transportierung. Also schön die Nähte auseinanderbügeln. Die Schultern sind nun zusammengenäht, ausgebügelt. Das gleiche habe ich bei dem Teil und dem kleinen Beleg auch schon gemacht. Und nun nähe ich einmal hier diesen inneren Halsring komplett 1 cm zusammen, knipse ihn überall ein und steppe dann auf dem inneren Beleg einmal hier knapp durch, komplett, indem die Naht zum inneren Beleg liegen bleibt. Und genau so sieht der vorbereitete Beleg nun aus. Ihr könnt hier sehen, dass ich das alles eingeknipst habe, dann wie gesagt die Naht zum Innenbeleg gelegt habe und da einmal rundherum drauf übersteppt habe. Aufgrund dessen bleibt der mir jetzt auch wunderschön genau so liegen. Nun schlage ich das Ganze nochmals auf die linke Seite und lege mir meine Belege wieder haargenau aufeinander. Die dürfen nicht verschoben sein, denn sonst zieht uns nachher der Beleg Schrägzüge rein. Und jetzt haben wir ja unsere Markierung hier, wo wir gesagt haben, das soll der Ausschnitt werden. Also gehe ich jetzt wieder an die Nähmaschine und nähe ganz genau diese Spitze einmal aus. Den Zentimeter hier unten, den lasse ich unbedingt zusammen, weil das schöner ist mit der Weiterverarbeitung. Man könnte das durchschneiden, aber wie gesagt, das ist viel besser für die Weiterverarbeitung. Also einmal nach der Zeichnung das abnähen, dann hier einschneiden und rumdrehen. Die Naht selbst habe ich jetzt so auf 5 mm zurückgeschnitten und dann ganz genau bis auf den letzten Stich da eingeschnitten. Jetzt drehen wir das Ganze rum, wie schon erwähnt, und haben unseren ersten kleinen Ausschnitt hier schon, den wir jetzt schön flach bügeln werden. Und dann machen wir genau das gleiche, wie gesagt, bei den beiden Teilen und dem Beleg. Nachdem ich mir meinen Ausschnitt hier flach gebügelt habe, habe ich auch einmal knapp rundherum diese beiden Belege zusammengenäht. Nun habe ich das gleiche bei dem Teil und dem Beleg schon gemacht. Hier seht ihr das Rückteil, hier das Vorderteil und da bin ich genauso wieder vorgegangen, dass ich erst einmal rumgenäht habe, dann ein bisschen eingeknipst habe, wo die Rundung sehr stark ist, einmal gegengesteppt habe, nämlich zum Beleg hin, dann erst dieses Dreieck reingenäht habe und auch da wieder eingeschnitten
Und jetzt drehen wir das Ganze auch wieder rum, sodass wir unsere Ecke da schön haben. Können auch nochmal das Eisen draufsetzen, wenn wir wollen. Und nun werden diese beiden Teile zusammengefügt. Und zwar ganz genau da, denn so hatten wir ja den Schnitt ursprünglich auch gezeichnet gehabt. Und wenn wir jetzt runterschauen, dann werden wir sehen, oder dann sollten auf alle Fälle unsere Schnittkanten wieder genau aufeinander kommen. Und genau das müssen wir jetzt zusammennähen, nämlich, damit wir diesen Ausschnitt so hier hinbekommen. Das heißt, wir gehen an die Nähmaschine, legen alle Schnittkanten gleich zusammen. Ihr könnt euch ein paar Nadeln stecken, wenn ihr möchtet, oder es auch heften und näht knapp einmal rundherum. Dann geht ihr damit an eure Zickzack oder an die Overlock, kändelt das Ganze fein säuberlich ab und dann steppen wir das Ganze durch, so wie ich es auch bei dem anderen Teil, das ich vor einem Jahr genäht habe, gemacht habe. Und so sieht mein Ausschnitt jetzt von der linken Seite aus. Hier kann man das ganze Gegengesteppte sehen und die Kante ist komplett hier versäubert mit der Overlock. Und nun gehe ich wiederum an meine Maschine, denn das ist ja alles noch lose hier. Das heißt, das muss festgenäht werden. Und ich muss vielleicht hier noch eine Sache dazu sagen, nachdem ich das jetzt aufgenäht hatte, also hier zusammengenäht habe, die zwei Teile, habe ich gesehen, es sieht schöner aus, wenn diese beiden Kanten nicht gleich laufen. Deshalb habe ich bei beiden nochmal so 2-3 mm abgenäht, damit das noch offensichtlicher ist, dass das hier alles lose ist. Aber auch das kann man natürlich wieder machen, wie man will. Entweder man hat es gleich oder man kann auch hier eine Rundung nähen und da genauso. All das könnt ihr für euch entscheiden, wie ihr wollt. Und beim letzten Mal, als ich dieses Shirt gemacht habe, hatte ich mir Nähschablonen für dieses Durchsteppen schon gemacht gehabt. Obwohl ich der Meinung war, ich hatte die weggeworfen, habe ich sie jetzt gerade gefunden und das freut mich riesig, denn die werde ich nun nehmen. Ich werde sie zwar etwas runterschieben, weil ich es etwas breiter durchsteppen möchte. Nach oben hin werde ich wieder gleich laufen, aber hier vorne soll es mehr sein, nämlich genau zu der Spitze hinführend. Aber ihr könnt sehen, ich habe eine Schablone, die ich zum Nähen jetzt als Nähschablone nehmen kann. Und das gleiche hier für den Rücken. Auch da werde ich wieder meine Nähschablone verwenden. Wer eventuell von euch zum ersten Mal in meinem Kanal ist und noch nicht viel von mir gesehen hat, dann solltet ihr unbedingt euch das Video anschauen, wie man Nähschablonen super einsetzen kann, um akkurate Nähte zu nähen. Die Verlinkung auch dazu zu Nähschablonen werde ich euch in die Infobox reinschreiben. Also jetzt wird hier durchgesteppt und dann seht ihr das Endergebnis dieses Ausschnittes. Und damit ist mein Ausschnitt jetzt fertig. Ihr seht, ich habe den mit der Schablone hier so durchgenäht, komplett, sodass es wirklich den Eindruck hat, es wären zwei Shirts übereinander. Mir gefällt das Ergebnis jetzt mit der Spitze sehr gut. Dadurch ist natürlich auch der Ausschnitt insgesamt zum Reinschlüpfen größer geworden. Ja, meine Lieben, und in dem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich die Ärmelverarbeitung machen werde. Und deshalb ist es für heute schon das Ende dieses Videos und ich hoffe, ich konnte euch zum Jahresbeginn eine wunderschöne kleine Idee geben, wie ihr eine Ausschnittvariante machen könnt. Und ihr wisst, was nun kommt. Ich möchte euch bitten, bleibt gesund, bleibt mir treu und ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Also bis bald wieder. Tschüss, eure Lilo. Happy New Year.